In YouTube Analytics gibt es jetzt einen neuen Messwert für eure Einnahmen, und zwar den RPM. Was RPM jetzt eigentlich bedeutet, wie er sich zusammensetzt und wo ihr den in Analytics finden könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Hi, ich bin Felix, das hier ist die YouTube-Lupe Nummer 140 und hier gibt es so halbwegs regelmäßig hilfreiche Tipps und Wissenswertes rund um YouTube. Und nach einigen Jahren des Stagnierens gab es jetzt tatsächlich mal oder gibt es jetzt einen neuen Messwert in YouTube Analytics, und zwar den RPM. Was ist RPM jetzt? Wofür steht das eigentlich? Ja, es steht für Revenue per Mil, ja, sprich Einnahmen pro 1000. So, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weiter zerpflücken, dann bezieht sich das hier wirklich auf euren gesamten Umsatz, den ihr so mit YouTube gemacht habt, sprich der Werbeumsatz, YouTube Premium-Umsatz, Umsatz von Memberships, von Superstickers und Superchats. All das wird jetzt mal genommen und auf eure Aufrufe mit verrechnet, sodass ihr dann hier genau seht, wie viel Umsatz habt ihr eigentlich pro 1000 Aufrufe gemacht. Und insofern, die Formel zur Berechnung ist ja ganz einfach. Ihr nehmt euren geschätzten Umsatz, den ihr in Analytics finden könnt, teilt das durch eure Aufrufe, multipliziert mit 1000 und schon kommt ihr auf euren RPM-Wert. Wir können ihn auch ganz einfach finden in YouTube Analytics, und zwar gehen wir dann hier im YouTube Studio in den Analytics-Bereich mit rein, und dann gibt es hier hinten den Bereich für Revenue, für Einnahmen. Dann klicken wir einmal drauf und dann sehen wir hier schon direkt den neuen Wert RPM. Dann können wir uns hier den Graphen angucken. Ist eigentlich relativ gewohnt, wenn man schon mal den CPM irgendwo gesehen hat, dann versteht man auch den Graphen eines RPM. Ja, dann können wir hier sehen, der hat sich hier immer mal so schwankend entwickelt. Am Anfang vom Juni war irgendwo so bei 4,19 € mein RPM, und jetzt hier irgendwie, am Freitag war nur noch bei 1,53 €. Also ihr seht schon, das geht genauso hoch und runter wie auch ein CPM. Zusätzlich finden wir den RPM dann natürlich noch als Metrik in der Detailansicht. Das heißt, wenn wir die hier einfach mal mit aufmachen, dann sehen wir hier unten schon eine Spalte für den RPM. Und wir können auch hier als Metrik entsprechend mit auswählen, sodass er uns in allen Berichten hier mit zur Verfügung steht. Und an und für sich sollte dieser Messwert auch ab heute freigeschalten sein, sprich, da könnt ihr direkt mal in Analytics nachgucken, ob ihr den findet. Falls nicht, sollte der eigentlich in den nächsten Tagen bei euch mit auftauchen. Den RPM gibt es einerseits auf Kanalebene, so wie wir den jetzt hier gerade sehen, aber dann auch runtergebrochen auf die Videoebene. Wenn ich jetzt hier einfach mal in die Analytics von einem meiner letzten Videos mit reingehe, dann sehen wir auch hier letztendlich unter den Einnahmen eine RPM-Wert, also insofern auch auf Videoebene ist er dann mit zu sehen. Ist natürlich auch sinnvoll, weil ihr habt natürlich Werbung auf den Videos mit drauf, ihr habt YouTube Premium-Einnahmen und auch gerade bei Livestreams oder Premieren gibt es dann Memberships, die abgeschlossen werden, Superchats, und die werden alle hier zu diesem Video mit dazu gezählt. So, aber warum brauchen wir jetzt diesen RPM-Wert? Ja, also was macht den sinnvoll? Was ist er anders jetzt als der CPM bzw. auch der wiedergabebasierte CPM, den wir ja schon einige Jahre hier mit hatten? Naja, der CPM, den wir in YouTube Analytics finden konnten, der bezog sich immer auf den Werbeumsatz, den YouTube gemacht hat, pro 1000 angezeigte Werbeimpressionen. Ja, und das ist natürlich jetzt irgendwie schon ein bisschen für einen YouTuber nicht unbedingt so hilfreich, weil einerseits ist in diesem Umsatz noch YouTubes Anteil mit drin, der ist noch nicht mit rausgerechnet worden, und andererseits hat natürlich die Anzahl der Werbeimpressionen nicht wirklich irgendwo was mit den Aufrufen zu tun. Ja, es kann ja durchaus sein, dass ein Video angesehen wird und dann ist irgendwo eine Banneranzeige neben dem Video, es ist im Video vielleicht noch eine Banneranzeige, dann haben wir schon 2 Anzeigenimpressionen und dann vielleicht noch irgendwo ein Werbeclip vorher, Werbeclip hinterher, diverse Clips in der Mitte, und ruckzuck hat man hier pro Aufruf dann schon einige Anzeigenimpressionen, sodass der CPM nicht unbedingt sonderlich hilfreich ist für einen YouTuber, weil wir gucken nicht auf Anzeigenimpressionen, wir gucken auf Watchtime, wir gucken auf Views, und insofern ist der CPM jetzt nicht unbedingt so sonderlich hilfreich gewesen. Ein bisschen verbessert hat das Ganze dann schon der wiedergabebasierte CPM. Hier wurde letztendlich der Werbeumsatz angerechnet auf die monetarisierten Wiedergaben. Ja, aber auch hier ist YouTubes Anteil noch mit drin, der ist noch nicht rausgerechnet worden, ist also auch noch nicht so ganz hilfreich. Und es geht eben nur auf die monetarisierten Wiedergaben. Aber wir wissen ja alle, nicht jeder Aufruf ist auch gleichzeitig monetarisiert, weil für den Nutzer, für den Werbeclip bzw. für euer Video zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade keine Werbung gefunden werden konnte, weil der Nutzer vielleicht gerade schon Werbung dutzendfach gesehen hat und so weiter und so fort. Alles Gründe, warum ein Aufruf vielleicht nicht monetarisiert ist. Plus man muss sich dann in Analytics natürlich auch wieder raussuchen, wie viele monetarisierte Wiedergaben habe ich eigentlich. Also insofern auch schon ein bisschen schwerer mit zu verstehen. Und RPM macht das Ganze jetzt halt ein bisschen einfacher, indem gesagt wird, hier sind deine gesamten Einnahmen, hier sind deine gesamten Aufrufe und hier ist dein Wert pro 1000. Insofern ist das Ganze deutlich einfacher, da ist YouTubes Anteil schon mit rausgerechnet und dementsprechend deutlich übersichtlicher für den Creator.
Kommen wir noch zu so ein paar wichtigen Randinformationen. Ja, dieser RPM-Wert ist jetzt erstmal zusätzlich in YouTube Analytics drin. Das heißt, die CPM-Werte werden jetzt hier nicht irgendwie mit rausgenommen, die bleiben natürlich auch weiterhin noch mit erhalten. Und vor allem den RPM könnt ihr euch auch rückwirkend mit ansehen. Solange ihr entsprechende Aufrufe und Umsätze generiert habt, könnt ihr euch auch den RPM-Wert mit ansehen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Und auch wenn YouTubes Anteil jetzt hier nicht mehr mit eingerechnet ist in diesen RPM-Wert, ändert sich nichts irgendwo an dem Auszahlungsverhältnis. Ja, das heißt, es bleibt weiterhin bei 55% für euch, 45% für YouTube bei den Werbeeinnahmen, 70% für euch und 30% für YouTube bei Memberships und Superchats. Also insofern, da ändert sich jetzt nichts weiter. Und ihr werdet vermutlich auch feststellen, dass der RPM niedriger ist als euer CPM-Wert. Also wenn ich jetzt mal hier schaue, mein RPM liegt hier irgendwo bei 2,82 € und der Playback-Based CPM, ja der Wiedergabebasierte CPM, liegt hier bei 6,81 €. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied irgendwo, dass man sich vielleicht erstmal im Moment denkt, hä? Kriege ich jetzt hier weniger Geld? Aber nein, kriegt ihr natürlich nicht, weil einerseits eure Einnahmen hier bleiben natürlich unangefasst, ja, da wird jetzt irgendwie plötzlich nichts mit weggerechnet. Und wie gesagt, dieser Playback-Based CPM, der enthält YouTubes Anteil, der RPM nicht mehr. Und der Playback-Based CPM ist nur auf monetarisierte Wiedergabe bezogen, der RPM auf alle Aufrufe, die ihr so mit generiert habt. Und insofern wird der RPM wahrscheinlich erstmal niedriger aussehen als der CPM. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes neues Feature und ich denke auch im Großen und Ganzen ein gutes neues Feature, weil diese CPM-Werte waren irgendwie immer sehr verwirrend in den letzten Jahren. Man musste hier immer noch mal zweimal um die Ecke denken, um nochmal zu verstehen, ah ja, da ist YouTube-Scale noch mit drin, deswegen kommt meine Rechnung nicht hin. Ah ja, das bezieht sich natürlich nur auf Anzeigeimpressionen oder nur auf monetarisierte Wiedergaben. Ja, alles nicht unbedingt sonderlich einfacher und mit dem RPM wird es jetzt eben ein bisschen einfacher. Trotz alledem, so hundertprozentig glücklich bin ich damit auch noch nicht, weil es so ein paar Kleinigkeiten, interessante Dinge gibt, die ja vielleicht ein bisschen noch merkwürdig sind. Einerseits finde ich halt, dass man jetzt Kanäle irgendwie schwieriger anhand dieses Messwertes vergleichen kann. Beim CPM konnte man das noch relativ gut machen und konnte dann sagen, ja, das unterscheidet sich halt, weil hier die Nische entsprechend anders ist und anders bezahlt wird, beziehungsweise weil der Content insgesamt vielleicht mehr oder weniger ad-friendly ist. Und jetzt sind da halt viel mehr Faktoren mit drin, die da mit reinspielen. Wie aktiv ist der Kanal, wie sehr nutzt er jetzt irgendwie Memberships, kriegt er Superchats durch Livestreams und so weiter und so fort. All das spielt natürlich jetzt mit rein und lässt einen die RPM-Werte von zwei verschiedenen Kanälen auch schwieriger miteinander vergleichen. Und man sieht dann zum Beispiel auch nicht so wirklich gut, wie geht es YouTube als Plattform eigentlich? Ja, wie ist momentan so der Werbemarkt? Wird gerade irgendwie viel Werbung angezeigt, wird viel Werbung gut bezahlt? Das lässt sich jetzt natürlich auch schwieriger mit rausfiltern, weil eben so viele Faktoren in den RPM mit reinziehen. Was halt auch so ein bisschen komisch ist, ist, dass Memberships zu einem Video mit dazu gezählt werden, ja, und dann dementsprechend im RPM auf Videoebene zu sehen sind. Im ersten Moment ist es natürlich sinnvoll, weil so während eines Livestreams, während einer Premiere oder auch so normal in einem Video, wenn unterhalb des Videos eine Membership abgeschlossen wird, ja, dann gehört das irgendwo zu dem Video mit dazu. Insofern kann ich erstmal so mitgehen. Das Interessante ist aber, dass auch alle Verlängerungen dieser Membership letztendlich zu diesem Video mit dazugezählt werden. Das heißt, ihr könntet ein Video haben, was irgendwie seit 2 Jahren keine Aufrufe mehr generiert, aber immer noch fleißig die ganzen Membership-Erneuerungen alle mit dazu kriegt und dann plötzlich ein RPM-Wert von mehreren hundert Euro hier stehen hat. Ist eine interessante Kleinigkeit so nebenbei mit am Rande. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar interessante Zahlen hier mit gesehen. Aber so insgesamt würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Erweiterung vom YouTube Analytics hier. Und es ist schön zu sehen, dass sich dann hier auch mal was tut und immer neue Messwerte auch mit dazukommen. Zuerst hatten wir dann die Impression mit dazu gekriegt und den Funnel, das war schon relativ interessant. Jetzt eben als neuer Messwert dann noch den RPM, der ja eigentlich auch nur aus bestehenden Daten letztendlich zusammengesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz eine sehr sinnvolle Änderung. Ihr könnt mir ja einfach mal euer Feedback hier unten in die Kommentare mit reinschreiben, dann kann man das mal auch vielleicht gebündelt mit weiterleiten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch weitere YouTube-Tipps haben wollt, dann könnt ihr da oben auf Abonnieren klicken, hier unten in 2 weitere Videos mit reinschauen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, vielleicht dann auch wieder an einem Freitag und nicht an einem Donnerstag. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.